Mann, heute ist so ein wunderschönes Wetter und ich sitze drin und mache Videos. Schande. Vor allem auch noch über ein Thema, was mich irgendwie seitdem so ein bisschen beschäftigt und ich es, glaube ich, einfach mal teilen möchte. Mm, Es ist jetzt schon ein wenig her. Ich glaube, so richtig krass war es bei mir, bevor ich damals nach Osaka gefahren bin. Und zwar, ich habe keine Ahnung, was eigentlich los war. So kannte ich mich eigentlich gar nicht. Ich hatte diesbezüglich auch einen längeren Tweet geschrieben gehabt, auf den sehr viele Leute sehr lieb geantwortet haben. Natürlich gab es auch ein paar komische Antworten, aber ja, ist ja immer so. Auf jeden Fall möchte ich mich dafür nochmal ganz herzlich bedanken bei allen. Was war eigentlich los? Faktum ist ja, dass ich mit der Sprachschule fertig bin und an sich gerade eigentlich keine Beschäftigung habe. Und ja, mein Mann auch der Meinung ist, dass ich eigentlich keine Beschäftigung brauche, da es uns an Geld nicht fehlt und er mich eigentlich lieber gerade auch als Hausfrau hätte. An sich kein Problem. Nur habe ich wirklich gemerkt in der Zeit, dass ich einfach, ja, wie soll ich sagen, ich meine, ich war ja davor, als ich noch alleine gewohnt habe, ja noch echt Arbeitstier und alles und Arbeit über alles und wuhu. Und ich habe ja wirklich gemerkt, dass mir diese viele Freizeit wirklich, ich konnte damit irgendwie nicht umgehen. Das war ganz merkwürdig. Dazu kam auch noch, dass mein Mann sehr oft auf Geschäftsreise war. Jetzt momentan ist er es zum Beispiel auch immer noch, sogar, es ist jetzt wirklich ein Monat lang. Aber diesmal geht es mir wesentlich besser, merke ich. Aber was da Ende Februar, Anfang März, glaube ich, war es, was da los war, das war, glaube ich, Februar, das war wirklich merkwürdig. Ich hatte teilweise Tage, da lag ich auf dem Futon und habe den ganzen Tag nur geschlafen. Mir war zu weinen zumute und ich hatte gar keinen Hunger. Und so habe ich mich noch nie erlebt. Das war ganz merkwürdig. Vor allem, hey, ich bin in Japan. Ich habe Besseres zu tun, als ja, einen Depri zu schieben. Ich habe keine Ahnung, ob es Depressionen waren. Ich hatte noch nie in meinem Leben Depressionen und ich weiß gar nicht, wie die sich so ja, zeigen, in was für einer Form. Aber auf jeden Fall ging es mir irgendwie überhaupt nicht gut. Das Wetter war auch sehr düster, es war bewölkt, es hat sehr viel geregnet, sprich die Lust irgendwo hinzugehen hielt sich auch sehr in Grenzen. Ich habe auch allgemein gemerkt, ich war sehr unzufrieden mit mir selbst. Ich muss persönlich sagen, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Gut, dann würde ich jetzt auch eher dran sitzen und lernen, aber ich bin zum Beispiel etwas unzufrieden mit meinen Japanischkenntnissen. Ich möchte die Sprache lernen, ich muss sie lernen, da ich nicht ja, nicht die Absicht habe, jemals nach Deutschland zurückzugehen. Was soll ich da? Also, ja, sprich, ich muss die Sprache einfach auf kurz oder lang wirklich gut lernen. Und ich dachte mir, jetzt wohne ich hier schon so lange. Ich meine, gut, es ist über ein Jahr, aber ich müsste doch das und das eigentlich schon können. Und einfach so eine innere Unzufriedenheit, die hatte ich. Ich habe zu meinem Tweet damals auch einen Kommentar von einer Person bekommen. Ich glaube, die ist mir jetzt auch mittlerweile entfolgt, weil es ihr nicht Happiness genug war. Sie hatte mir irgendwas geschrieben von wegen, ja, warum ich mich überhaupt beschwere. Ich bin in Japan und andere würden sich ein Bein ausreißen oder sonstiges, um nach Japan zu kommen. Und wäre sie in Japan an meiner Stelle, würde sie die ganze Zeit nur Happy Joy Joy rumspringen und Videos drehen. Und ich denke mir, gut, das mache ich auch sehr gerne. Das ist sehr cool. Es macht auch sehr großen Spaß. Nur Faktum ist halt einfach, davon wird mein Japanisch auch nicht sonderlich besser. Ich sehe einfach, wo meine Prioritäten sind und ja, das hat mich echt voll irgendwie gedownt. Ich hatte echt irgendwie so eine richtige Downtime. Das war irgendwie sehr weird. Also ich war wirklich in so einer Phase, auch ich wollte mich mit niemandem treffen, ich wollte nicht rausgehen. Zum Supermarkt war das allerhöchste der Gefühle und ja, ich habe eigentlich nur so vor mich hin gegammelt. Ähm, Weil es gab nichts zu tun. Die Bude war geputzt jeden Tag und es war so, ja, was mache ich jetzt? Das war echt sehr hart. Also ich habe keine Ahnung, was da los war. Also ich war wirklich in so einem richtigen Tief drin.
Also es war ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß gar nicht, also ich kriege es auch manchmal so auf Twitter teilweise mit. Manchmal, wenn Leute, die auch hier so in Japan leben, auch manchmal schreiben, dass sie plötzlich anfangen zu weinen und sie wissen nicht warum. Und ich denke, das ist normal, oder? Also ich meine, klar, es ist alles hier super toll und ich möchte hier nie wieder weg. Es ist klasse. Aber ich denke, manchmal hat man schon so seine Tiefs. Ich denke, das gehört dazu. Es ist genauso wie zum Beispiel zu Zeiten in der Sprachschule. Natürlich ist es toll, eine Sprachschule zu besuchen und dort zu lernen. Und manchmal gibt es so Tage, da hat man wie eine Art Brett vor den Kopf. Ich habe auch mit einem Kumpel mal drüber gesprochen, er hatte genau das gleiche Problem an der Sprachschule. Lernen und so, es war alles okay, nur es gab manche Tage, da saß man dran und es ging einfach nichts in die Rübe rein. Also das habe ich auch sehr oft hier gehabt, das stimmt. Jetzt aber auch nach Hanami ging es mir auch wesentlich besser. Das Wetter wurde besser, ich konnte raus. Ich glaube auch mein Problem lag einfach auch darin, dass ich jetzt auch so viel alleine war. Es ist merkwürdig, ich muss mich wirklich dran gewöhnen. Es ist einfach anders. Als ich hier nach Japan kam, habe ich sehr viel mit meinem Mann unternommen. Er hatte da noch wesentlich viel mehr Zeit und ja, man konnte einfach besser etwas unternehmen. Und momentan ist er einfach so oft weg und ich merke, er fehlt mir total. Und ja, ich habe eigentlich kein Problem, auch etwas alleine in Japan zu machen. Durch Tokio zu laufen oder neue Sachen zu entdecken. Es macht mir Spaß. Aber kennt ihr das, wenn man jemanden dabei hat, ist es manchmal doch irgendwie eine Spur besser, wenn man dann sofort die Erfahrungen und die ganzen Eindrücke teilen kann mit jemandem. Ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Ich habe mir halt so eine Art Lehrplan gemacht und auch ein neues Buch mit Exercises und das arbeite ich ab und es geht wirklich besser mittlerweile schon. Es ist halt nicht alles immer Gold, was glänzt. Was ich auf jeden Fall weiß bei mir, es ist kein Heimweh. Ich muss sagen, seit ich hier in Japan bin, habe ich kein einziges Mal Heimweh gehabt. Ich vermisse Deutschland überhaupt nicht. Deutschland ist für mich, es ist kein wichtiges Land irgendwie. Es sind eigentlich nur die Menschen, die dort sind. Auch wenn es nach mir ginge, anstatt dass ich nach Deutschland fliege, wäre es mir wichtiger, meine Mutter oder meine Geschwister hierher zu holen und ihnen zu zeigen, wie toll dieses Land eigentlich ist und wie schön. Das ist echt auch was. Also ich wurde auch so oft gefragt, fliegst du nicht mal irgendwie einmal im Jahr nach Deutschland? Und ich so, ja, letztes Jahr war ich jetzt nicht da und ich habe eigentlich jetzt auch keine Absicht, dieses Jahr rüber zu fliegen und da nächstes Jahr die Hochzeit angedacht ist und dort in die Verwandtschaft kommt, das ist mir eigentlich wichtiger so gesehen. Es ist ein sehr merkwürdiges Video irgendwie. Das ist so eine Art, wie nennt man das? Real Talk. Aber es musste irgendwie raus und ich wollte es einfach mal teilen. Vor allem auch irgendwie, weil ich mir hoffe, dann so ein bisschen auch ins Gespräch mit anderen zu kommen, denen es vielleicht auch so geht, während sie hier sind. Klar, uns geht es gut hier, denke ich. Wir sind alle sehr froh, dass wir hier sind. Aber manchmal gibt es doch mal so, ja, kleine Tiefs, die einfach mal so kommen und es ist irgendwie mies. Also es kommt manchmal so unerwartet und bei mir, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich war so, was soll ich machen? Scheiße, ich kenne mich so nicht. Was zur Hölle? Pfui, bah, ich muss mich wieder ändern. Also das ist wirklich, das war mir echt fremd. Also ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Also einfach den ganzen Tag einfach nur rumliegen und traurig sein, das ist total merkwürdig. Ist halt komisch, weil ich eigentlich normalerweise so eine Happy Joy Natur bin und alles ist gut und alles ist yay und ja, also irgendwie kann es auch so mal laufen. Ja, ich wollte darüber einfach mal reden und ein kleines Video machen. Und ich glaube, ich habe schon viel zu lange darüber gequatscht. Es ist eigentlich so ein blödes Thema, aber ich wollte einfach mal darüber reden. Und ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, traurig zu sein. Ich bin hier und das Wetter wird besser und ja, ich muss jeden Tag genießen. Ja, also in diesem Sinne, falls ihr auch mal solche Phasen hattet oder sonstiges, gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Tipps habt, falls man mal in so einer Down-Phase sein sollte. Auch schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich rede gerne mit euch über solche Themen. Ja, ich bin dankbar vor allem auch über jede Art von Tipps und alles Mögliche.
Ja, also in diesem Sinne, komisches, merkwürdiges Themenvideo ist hiermit beendet und das nächste Mal wird es wieder lustiger. Ich verspreche es. Also, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, seid nicht traurig, alles cool und bis zum nächsten Video.